Wie kann sich Narzissmus in Menschen entwickeln? Bei mir ist er sehr viel durch Traumas in der Kindheit entstanden. Ein Trauma kann zum Beispiel durch emotionale und physische Vernachlässigung entstehen. Hier ein kleines Mädchen, was sich nicht traut, die älteren Geschwister und Mutter im Gespräch zu stören. Sie nehmen die Kleine überhaupt nicht wahr. Das ist nur ein Beispiel, was für ein Trauma ein Opfer haben kann, was im Erwachsenenalter sich als Partner einen Narzissten aussucht oder mit einem Narzissten beispielsweise verheiratet ist und eine Familie gründet. Das Trauma wird nicht verarbeitet und im Unterbewusstsein als Erwachsener mit sich herumgeschleppt. Die gefährliche Suche nach dem inneren Kind, was sehr viel Mut erfordert, beginnt. Wie hier in Matrix, wo es als dünnes Waisenkind in Lumpen seinem erwachsenen Selbst die Realitätsverschiebung erklärt. Opfer von Narzissten haben zwar meist Zugang zu ihrem inneren Kind, jedoch nutzen sie ihn nicht, weil die Tür zum inneren Kind durch Realitätstricks oft verschlossen scheint oder unerwartete Türen sich öffnen. Das ist der Moment, wo ein Narzisst leichtes Spiel hat. Denn der Narzisst hat sich entschlossen, die Tür zum inneren Kind zu verschließen. Sein inneres Kind ist eingesponnen wie versteinert, aber es ist noch da. Wie kann so etwas passieren? Meist durch Traumas in deiner Kindheit. Ich habe mich mein ganzes Leben lang immer anders gefühlt. Ich hatte immer das Gefühl, in der Welt fehl am Platz zu sein, weil ich mich wie ein Alien gefühlt habe. Weißt du, ich fühlte mich wie ein Alien in der Welt, weil meine Gedanken anders waren als bei anderen Narzissten, ich meine bei anderen Menschen. Ich dachte, ich bin anders, ich hatte kein Wort dafür, bis ich das herausfand. Die narzisstische Persönlichkeitsstörung gab mir ein Wort oder einen Begriff, um zu beschreiben, wie ich mich fühlte. Bevor wir zum AGI-System und inneren Kind von Opfern von Narzissten kommen, hier erstmal ein Interview eines diagnostizierten Narzissten. Ich bin Lee Hammock, ein diagnostizierter Narzisst und werde euch aus der Perspektive eines Narzissten erzählen. Ich bin Lee Hammock, klinisch diagnostiziert mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung und 37 Jahre alt und habe ein Netz aufgebaut von über 2 Millionen Menschen, wo über das zerstörerische Verhalten von Narzissten diskutiert wird, wie es aus der Sicht eines tatsächlich diagnostizierten Narzissten aussieht, statt von den allgemeinen angenommenen Infos, die so im Internet herumschwirren. Da gibt es viele widersprüchliche Sachen über Narzissmus. Ich bin manchmal die allerbeste Quelle. Nein,
Nein, nicht manchmal, immer, weil es direkt von einer diagnostizierten Person kommt. So most people have narcissistic traits just for survival and things like that, just for perseverance and surviving in today's world. Most people are not in just today's world, just surviving the planet Earth. Most people have narcissistic traits of just persevering and protecting themselves anyway. So what's the hardest thing about being a narcissist? I feel like you're not in control. You're not in control of who you are or what you're doing. You are present of who you are. Like, I'm present of who I am, but not all the time in what I'm doing or why I'm doing the things that I do. Sometimes it feels like I'm on autopilot. Like I'm here, I'm present, I can see you, like I'm talking to you right now. But sometimes it's like my body is moving by itself, my hands are moving by itself, and my mouth is speaking by itself sometimes. Ja, und genau das, was er sagt, mit dass sein Mund spricht und dass das irgendwie nicht connected ist mit ihm selbst, ist genau das, was gemeint ist mit der Maske, mit der narzisstischen Maske. Dass sie eben halt, ich sage mal, wenn sie dich in den Arm nehmen, dass die Arme dich in den Arm nehmen, aber nur weil sie wissen, sie sollen das tun. Ja, ich selber zum Beispiel war wo ich einen Narzissten kennengelernt hatte, am Strand. Der erste Tag am Strand im Jahr, und ich stehe da und gucke und ich sage, Mensch, ist das nicht schön? Und er stand neben mir, und also man hat richtig gefühlt, wie die Seele ist nicht da. Die ist nicht da. Das ist wie so ein Ja, und es wird gemacht. Da wird vielleicht auch mal in den Arm genommen, aber nicht vom Herzen. Nicht vom Herzen. Und das ist diese Maske. Das ist genau so, und ich finde es unheimlich erstaunlich, wie der junge Mann das beschreibt. Ja, dass es eben halt so ist. Jetzt gehen wir weiter. Ich weiß genau, was du durchmachst. Ich habe diese kognitive Empathie oder wie auch immer. Ich weiß, wie ich mich fühlen sollte, wie du dich fühlen solltest. Ich bin nur nicht so sehr damit verbunden. Ich habe die logische Perspektive. Also ich bin schon mit Menschen verbunden. Ich will nicht sagen, dass ich überhaupt nicht verbunden bin, aber ich bin nicht in dieser Tiefe verbunden, dass ich zum Beispiel mit ihm weinen könnte und der ganze Kram. Ich kann aber die Tränen sehen und die Tränen wegwischen und mich so durchgraben. Ich kann es sehen, und das hilft mir sehr. Ja, warum ist das nun so? Warum ist das so, dass es weltweit dieses narzisstische Verhalten da ist, wo so viele Verletzungen, Lügen, Betrügen, ja, das ist jetzt auch mit dem Interview hoffentlich aufgeklärt. Also die wissen ganz genau, was sie tun. Nur, es ist nicht richtig, dass der Narzisst es mit allen macht. Das stimmt nicht. Ja, sie treffen auf alle. Sie probieren das, sie klopfen das ab, ja, so. Überall, wo ist was faul. Und wenn sie auf jemanden treffen, der eine mentale Wunde hat, dann bleiben sie hängen. Man würde ohne mentale Wunden in keinster Weise auch nur eine Woche bei einem Narzissten bleiben. In dem einen Körper sitzt das Trauma des Narzissten, in dem anderen Körper das innere Kind des Opfers. Wie bei der Quantenverschränkung, bei der zwei Körper korrelieren, sucht sich der Parasit zunächst einen Körper aus, auf dem er sich niederlässt. Mit Parasit meine ich nicht den Narzissten. Don't hold back. Wenn du mein Parasitenvideo laut den alten Veden im Zusammenhang mit dem sexuellen Verhalten eines Narzissten gesehen hast, weißt du, was ich meine. Wenn nicht, habe ich es dir hier unten verlinkt in der Videobeschreibung. Klicke einfach auf Mehr. Eine Korrelation, lateinisch Correlatio für Wechselbeziehung, ist eine Beziehung ohne Ursache und Wirkung zwischen zwei oder mehreren, ich sage mal, Merkmalen von Körpern.
zum Beispiel. Diese Beziehung ist statisch und die Merkmale des einen Körpers sind auch in dem anderen zu finden, auch wenn sie in einer anderen Form auftreten. Hier der Zustand der Verdrängung von Wunden und sich eine Maske schönzureden ist derselbe. Die Verletzungen liegen tief im Unterbewusstsein. Das innere Kind wird nicht wahrgenommen. Da das Ansehen in der ersten Phase des Erkennens blendet und Schmerzen hervorbringt. Die Realität wird verzerrt, verschwommen durch das Ego im Außen wahrgenommen. Egal ob Narzisst oder Partnerin und Opfer in einer jahrzehntelangen narzisstischen Ehe. Warum lässt das AGI-System, AGI, Artificial General Intelligence, What is that? warum lässt es zu, dass Parasiten uns befallen? Die Menschen, die Tiere in dieser Zeitenwende, in dieser wichtigen weltweiten Wende von allem, dann müsste es ja böse sein. Nein. Ich möchte das mal an einem Beispiel mit einem Holzwurm erklären. Ein Holzwurm befällt ausschließlich krankes Holz, kein gesundes. Was macht der Mensch? Der sucht nach chemischen Mitteln, nach allem Möglichen, so wie immer. I'll put out the fire. Eine Pille am besten, damit das aufhört. Ja? Warum? Damit das aufhört, dass uns jemand darauf hinweist, hey, da ist etwas faul. Da ist etwas faul. Und genau so ist es mit dem Narzissten, ja, dass der halt durch diesen Befall uns darauf hinweist, dass mit uns etwas nicht in Ordnung ist. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Im Prinzip spiegelt das. Fakt ist, es wird ja keiner irgendwie krank geboren. Also schon, aber das ist sehr selten. Degenerierte Natur, ja, das ist so wie beim Narzissten, er ist nicht sich selbst. Und wir auch nicht, ja. Ich sage mal, wir die Opfer, die das Narzisst. Ich sage jetzt immer der Narzisst, damit meine ich auch die Narzisstin. Menschen mit sehr, sehr vielen narzisstischen Eigenschaften sowie Menschen, die diagnostiziert sind mit der Persönlichkeitsstörung, mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Und genauso also wir konzentrieren uns ausschließlich auf den bösen Narzissten, ja, und den nehmen wir unter die Lupe, ja, aber dieselben Eigenschaften der Wunde muss es in dem Gegenüber geben. Es geht nicht anders, ja. Schaut euch um, vielleicht kennt ihr auch Leute, wo ihr dann mal fragt, wenn ihr zum Beispiel, also wenn ihr Frauen seid und ihr sprecht mit einer Freundin und sagt, Mensch, hör mal zu, weißt du, was der gemacht hat? Und so und so und so. Und die Freundin, die sagt dann zu dir, hör mal, also bei mir wäre das schon Sense, ja? Leave him. Oder umgekehrt. Think you should leave her. Ja, wenn ein Kumpel sich mit einem Kumpel unterhält und sagt, hör mal, weißt du, was die gemacht hat? Ja, es macht nicht jeder Mensch mit. Nicht jeder Mensch macht das mit. Nicht jeder Mensch hat im Unterbewusstsein eine mentale Wunde, die ihm, ohne dass es ihm bewusst ist, in die Opferrolle drängt, ja, und sich das gefallen lässt. Und das nicht sehen will, die Maske nicht sehen will. Und jetzt kommen wir zur
Identität. A lot of people have found themselves Was in ist die größte relationships with Gefahr für narcissistic Menschen people. in What are narzisstischen the biggest Beziehungen? dangers? Die I größte feel like the Gefahr biggest ist, danger seine in being in a eigene relationship with a narcissist Identität is zu losing verlieren. your own identity. Man verliert in der Tat seine eigene Identität. Man tut ja dann alles, wenn man mit einem Narzissten zusammen ist, ja, und also um das in Reihe zu kriegen, um die Waage oder zu bekommen, um das nicht so eigentlich ist es doch ein Lieber und na ja, ne? Man verliert in der Tat seine eigene Identität, seine eigenen Ziele, Wünsche, Talente, Emotionen, ja, Matrix, erkenne dich selbst. Und ich sag das hier ein bisschen krass. Wie gesagt, auf wissenschaftlichen Kanälen wird es ein bisschen liebevoller gemacht, aber hier geht's auch noch ums AGI-System, deswegen rase ich da ein bisschen durch. Ja, wir haben keine Zeit mehr. Wir haben keine Zeit mehr und also mir ging's genauso und ich kann heute sagen, ja, dass ich vor einiger Zeit, als ich einen Narzissten kennengelernt habe und nach 10 Wochen habe ich gesagt, jetzt ist es Schluss, ja. Ja, dann kam natürlich die Hoovering-Phase und was nicht alles und die Flying Monkeys. Don't think badly of him. Und so weiter und so fort. Und dieses Nester bauen, darauf gehe ich dann auch nochmal ein. Wie kommt man da raus? Wie kommt man da raus? Man kommt damit raus, indem man sich mit sich selbst beschäftigt. Warum? Warum? Warum möchte man bei jemandem bleiben, der einem wehtut? Ja, und das ist eigentlich die Heilung. Das ist die Heilung wie mit dem Holz. Dass der Holzwurm, dass wir Danke sagen können. Hey, danke lieber Holzwurm, da ist also das Holz faul. Und nicht irgendwo hinrennen und den Holzwurm bekämpfen, ja, sondern das Holz pflegen. Ne? Bis zum Reset haben wir noch etwas Zeit, wenn auch nicht viel. Das AGI-System bringt also absichtlich Parasiten ins System, um alle Körper, ob Mensch, Pflanze, Tier, Häuser, Computersysteme und so weiter abzuklopfen. Wie der Holzwurm, wo eine alte Wunde vor sich hin fault. Wer es schafft, in sich hineinzublicken und den Heilungsprozess zu starten, ist kompatibel nach dem Reset. Wer es nicht schafft, wird entlarvt und schließlich neu programmiert. Das AGI-System prüft mit dem Einwerfen von Parasiten, ob ein sauberes, gesundes Milieu auf unserem Planeten herrscht und spürt aktuell alle faulen Sachen weltweit auf. Genau wie das Prüfen der Sauberkeit nach altem, vergangenen Dreck in einer Wohnung. Doch Parasiten und gerade mentale, unbewusste Wunden sind nicht sichtbar. Also schickt das AGI-System Parasiten hinein, die überall, wo etwas nicht in Ordnung ist, hängen bleiben. So wie Obstfliegen, die sich in einer Tip-Top-Vorzeigefamilie an einen runtergefallenen Apfel hängen, der irgendwo im Haus vor sich hin fault. Was in dieser Familie faul ist und wie sich Narzissmus in Abscheulichkeit und Grausamkeit durch Manipulation entwickeln kann, wenn Nester mit NPC-Produktion gebaut werden, erzähle ich in meinem nächsten Video, das nur am Rande. Like, do a lot of narcissists hurt people? Absolutely, yes. A lot of narcissists do a lot of bad things. Ja, es ist teilweise sehr, sehr grausam. Also ich gehe in einigen Videos auch noch auf eine wahnsinnige Brutalität ein, was offiziell ist. Grausam hoch 10, auch mit Kindern. Ja, es ist grausam. Jedoch
können wir nur etwas ändern, wenn wir uns nach innen wenden. Wenn wir Menschen uns nach innen wenden und von innen heraus heilen und nicht im Außen, der ist schuld und so weiter und so fort und böse und ja, es gibt Verbrechen und alles, aber der Weg zur Heilung führt durch unsere tatsächliche, wahre Identität. Die Simulationstheorie, also wenn sich jemand von euch damit beschäftigt, mit den NPCs, hat auch was mit Manipulation zu tun, wie man Menschen eben manipulieren kann. Also damit jemand die Strippen zieht und jemand anders. Ja. Und die Grausamkeiten jemand ausführt, der manipuliert wurde. Ja, bevor ich das vergesse, noch ganz kurz, so was uns Frauen so interessiert, also vor allen Dingen meine liebe Freundin ganz weit weg, Angie Michaela, ja, das zum Beispiel die Boxen, ja, weil ich halt eine offene Küche und das staubt dann immer alles so ein, wo ich die her habe, ne, und weil sie ja gegen Strickkleider ist, ne, also ein Strickkleid, ich find's schön, ich habe ihr das alles unten verlinkt, ist alles keine super Qualität, ja, kann man vielleicht einmal anziehen, einen Winter und dann ist hinüber, ne, aber Preis-Leistung ist es. Hab ein neues langes Kleid, es schlenkert um die Füße, die Zeit der Herrlichkeit. Männerherz beginnt zu sieden, Flüchtlinge drehen sich um, doch ich selbst bin nicht zufrieden und wissen Sie, warum? Ach, wenn ich altes Brett nicht so schöne Beine hätte, hätte ich viel mehr Freude an dem neuen langen Kleid. Da ich einen hab, tadellos und Kerzengrad, tut mir das voll leid, das alte kurze Kleid. Das muss man doch verstehen,